wunderschönen guten Morgen. Heute machen wir einen Reichweitentest der Super Soco TC Max. Akku ist wie gewohnt vollgeladen und heute werden wir einfach mal Modus 1 fahren. Oh, ist das schön hier. Dafür bin ich auch extra früh aufgestanden. Ich habe die Super Soco TC Max mit dem Standard-Akku. Das sind, glaube ich, 45 Ampere-Stunden. Ich selbst wiege mit dem ganzen Gelerch vielleicht an die 100 Kilo. Ich habe heute nochmal das Ladegerät mitgenommen, da ich keine Ahnung habe, da ich keine Lust habe, irgendwo stecken zu bleiben. Das wäre unangenehm. Da ich eine normale Steckdose einfach nur brauche, kann ich den Akku auch einfach bei so einer Elektrofahrrad-Ladestation beispielsweise laden. Dazu kommt noch, ich habe Rekuperieren aktiviert. Das sieht man jetzt hier, wenn ich rollen lasse. Das Tanksymbol, das wird nicht viel ausmachen. Wenn wir dann nachher einen Kilometer rauskriegen würden, dann ist das wahrscheinlich viel. Also ich bin heute hauptsächlich zwischen 30 und 50 km/h unterwegs, vielleicht vereinzelt mal 60, 70, um den Verkehr nicht unnötig aufzuhalten. Aber in der Stadt, wofür ja auch die Super Soco gemacht ist, ja, fährt man ja meist sowieso nicht schneller. Also ich beschleunige wirklich sehr adäquat. Wie man hier schon erkennen kann, die Reichweite, die passt gar nicht, die geht schneller runter also deutlich schneller runter als das, was man fährt. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Aber es wäre hier 70, da fahren wir dann mal ein bisschen schneller, hinter uns kein Auto. Heute werden wir nicht viel Stop and Go haben, ein paar Ampeln werden wir schon haben, aber wunderschön, echt. Wenn man so früh morgens losfährt, ist einfach ein Träumchen. Wir sind bei 94%, 4.815 Kilometer. Kurz zu den Grunddaten. Ich habe mir die Super Soco vor knapp einem Jahr gekauft, gebraucht. Da hatte sie 1.500 Kilometer auf dem Tacho. Ich bin jetzt bei 4.800. Die Super Soco war knapp ein Jahr alt. Bin ich jetzt bei fast 2 Jahren mit fast 5.000 Kilometern. Ich selbst konnte jetzt noch nicht wirklich merken, dass der Akku drastisch schlechter geworden ist. Aber mal gucken, wie sich das Ganze auf Dauer entwickelt. Ach, nicht schlecht. Mit 9% nach Mainz gekommen. Oha. Na, das wird eine lange Tour heute. Scheiße. Oh, die Ampel wird wieder rot. Schade, schade, Schokolade. 90% bei 4.820 Kilometern. Und jetzt geht's über die Theodor-Heuss-Brücke. Ich versuche auch die Fragen, die häufig kommen, hier auch mit aufzuführen. Gekostet hat mich die Maschine 3.500 € gebraucht. Wahrscheinlich hätte ich da auch noch ein bisschen verhandeln können und noch mal 200-300 € einsparen können. Aber der Verkäufer war so nett und es hat einfach gepasst, dass ich da jetzt keine große Lust hatte, noch zu verhandeln. Neu hätte die Maschine meines Erachtens 5.400 € oder 5.500 gekostet. So, wer die anderen Videos geschaut hat, kennt die Stelle hier schon. Das war im Mewing-Test. Auch ein echt super schönes Elektromotorrad. Hier haben wir wieder das Biebricher Schloss und der Rhein. So, 80% bei 4.829 Kilometern. Akku ist komplett vollgeladen, Reifen sind aufgepumpt, alles bereit für den langen Test. Früh aufgestanden, wenig Verkehr. Nur gefrühstückt habe ich noch nichts. Das könnte ein Hindernis werden, aber zur Not wird halt irgendwo angehalten. Ne? Oder geht's auch bergauf, Jungs? Das reißt ein Akku wieder in den Keller. Ich werde auf jeden Fall das Höhenprofil hier mit einblenden, dass du so eine grobe Ahnung hast, wo die Reise hingeht. Wo sind wir? Bei 74%. So, hier geht's leicht bergauf. 70% bei 4.837 Kilometer. Okay, dann fahren wir mal zur Nerobergbahn. Große Sightseeing-Tour durch Wiesbaden. Gucken wir mal. Kurzes Päuschen. Wieder die netten Villen. Auf jeden Fall extra früh aufgestanden, um komplett entspannt hier lang zu gurken und mir einen Arschplatz zu sitzen. Nein, natürlich nicht. Ich wollte schon immer wissen, wie weit ich hier mitkomme. Und da hat sich jetzt heute der Tag angeboten, da ich sowieso um 5 aus dem Bett gefallen bin. Und da es heute sonst nur 36 Grad warm wird, habe ich gedacht, das passt nochmal ganz gut.
Oh, jetzt kämpft er im ersten Gang. Jetzt kämpft er. 30 kriegt er aber hin. Oh, das ist ein steiler Berg. Der reißt natürlich die Reichweite komplett in den Keller. So, jetzt können wir natürlich das... Oh, nice. Geiler Ausblick, ey. Jetzt hilft mir das Rekuperieren natürlich deutlich. Nicht alles von Hand runter zu bremsen. Natürlich muss ich schon noch bremsen. Wenn ich bremse, geht auch das Rekuperieren raus. Und dann muss ich wieder neu ansetzen. Quasi indem ich hier das Gaspedal einmal kurz ziehe. Oh, und jetzt haben wir, glaube ich, sogar gesehen, dass er von 61 auf 62 hoch ist. Also man erkennt, er lädt dann auch. Aber wie gesagt, das ist nicht viel. Aber man spart sich natürlich jetzt einiges am Bremsen. Das hat mir bei der Miwing auf jeden Fall gefehlt. Die letzten 10% waren auf jeden Fall eine ordentliche Bergetappe. Da ging es schon sehr hoch und runter. Da ist natürlich einiges an Distanz liegen geblieben. Aber ich werde auch wieder eine tabellarische Auflistung machen von Prozenten zu Kilometern. Also dass ich sage, wie viel Kilometer kommt man mit 10% weit. So, 60% und wir sind bei 4.848 Kilometern. Was mich jetzt interessiert, ist, ob der Akku auch mit der Zeit schlechter wird. Also dass die ersten 10% von 100 auf 90, dass ich da mehr Reichweite hinbekomme als von 30 auf 20. Ist natürlich schwer zu sagen, je nachdem wie die Steigung ist, wie vielleicht auch der Wind ist. Aber heute ist es relativ windstill und vielleicht kriege ich ähnliche Verhältnisse wie jetzt bei den ersten 10% hin. Ähnliche Geschwindigkeit, ähnliches Anfahren. Ich bin gespannt. Ach, die Ampel ist wieder aus. Okay. Oh, eben haben wir gesehen, es gab einen ganz kurzen Ausfall. Die habe ich noch nicht ganz verstanden, woher die kommen. Aber das ist auch das Einzige, was ich hier an Auffälligkeiten habe. Was gibt's Schöneres, an einem Sonntag früh um 5 Uhr aufzuwachen, um 6 Uhr aufs Motorrad zu steigen und zu gucken, wie weit man kommt. Alles ist leer, tipptopp, es ist schön kühl, keiner ist auf den Straßen, man kriegt einen Sonnenaufgang mit. Oh, ich selbst noch hundemüde. So, gleich ist es soweit. Halbzeit. Wir sind aktuell bei 51%, weil wir gerade echt einen guten Fluss haben. Es läuft einfach extrem entspannt. Gefühlt geht es ganz leicht bergab, aber das kann auch trügen. Also es geht auf jeden Fall geradeaus. Vielleicht auch ein bisschen bergauf. Wir sind bei 50% und haben 4.857 Kilometer auf dem Tacho. Mal gucken, dass von links keiner kommt. Dann kann ich nämlich ohne Bremsen einfach durchschießen. Ja, es ist frei. Das ist natürlich echt gut. Ja. Da holen wir die Distanz wieder rein, die wir vorher bei den Höhenmetern haben liegen lassen. 30er-Zone gibt natürlich auch ordentlich was an Distanz wieder her. Aber mit 30 Sachen kommt man natürlich auch nicht voran. Ne? 40% bei 4.866 Kilometer auf dem Tacho. Oh ja, er zieht schon schwächer. Also man spürt, dass deutlich weniger Dampf im Ganzen ist. Dass der Akku nicht mehr ganz so viel Power zur Verfügung stellt. 30% bei 4.875 Kilometern auf dem Tacho. Vom Gefühl gehen die hinteren Prozente auf jeden Fall schneller weg. Jedoch sind auch auf dem letzten Stück deutlich mehr Ampeln, deutlich mehr Stop and Go. Jetzt geht es natürlich auch bergauf, aber da können wir gleich wieder rekuperieren. Also ich glaube nicht, dass ich hier noch 37 Kilometer hinbekomme, wie gerade im Display angezeigt. Und ich bin wirklich gespannt, was da jetzt heute bei rumkommt. Wir haben 20%, er beginnt wieder zu blinken mit 4.884 Kilometer auf dem Tacho. Wir haben 10% bei 4.892 Kilometern, 5% bei 4.896, 4% bei 4.897, 3%, 4.898 Kilometer. Dann kommen wir einmal zur Auswertung. Links sehen wir den Akkustand, dann den Tachostand, anschließend die gefahrenen Kilometer. Das Ganze nachgemessen mit GPS. Und ganz rechts habe ich dann dargestellt die Kilometer
pro 10%. Zum einen sehen wir bei den 70% die vielen Steigungen, da haben wir nicht so viel Reichweite hinbekommen. Zum anderen sehen wir jedoch nur leicht, dass mit abnehmender Akkuleistung auch nur weniger Kilometer drin sind. Zu guter Letzt schauen wir noch den Verbrauch an. Als ich sparsam gefahren bin, habe ich 3,81 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, was 1,32 € auf 100 Kilometer bedeutet. Habe ich unten drunter noch den Test unter Vollgas angefügt. Hier habe ich 6,28 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, was rund 65% mehr Verbrauch entspricht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit der Super-Soko sind. Habt ihr vielleicht sogar schon auf einen großen Akku gewechselt? Hier wäre ich super auf eure Erfahrungen gespannt. Nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.